Ich hatte schon oft von Heilung gehört und habe es auch in der Bibel gelesen, dass es das gibt und dass die Jünger von Jesus Menschen geheilt haben. Aber selber hatte ich das noch nie erlebt. Außer vor ungefähr 6 Monaten. Da habe ich mit einer Frau zusammen gebetet, Jesus gebeten, dass er jemand heilt, also diese Frau heilt, und er hat es getan. Also vor 6 Monaten waren wir in der Gemeinde, also Kirche, und haben da einen Lobpreisabend gehabt. Ein Abend, an dem wir Gott angebetet haben und gebetet und gesungen und gelobt haben. Und an diesem Abend war ich für den Gebetsdienst eingeteilt, also dass ich für Menschen gebetet habe. Und an diesem Abend kam die Susanne zu mir. Sie hat erzählt, dass sie seit mehreren Monaten, fast auch schon Jahre, Probleme mit ihrem großen Zeh hatte. Sie hatte was, das nennt sich ein Hammerzeh. Das ist, wenn der Zeh sich verdreht und das macht totale Schmerzen. Sie konnte ganz schwer laufen, hat auch zum Teil gehinkt, weil sie so starke Schmerzen hatte. Sie hat darum gebeten, dass wir dafür beten und Gott bitten, sie zu heilen. Und das haben wir dann auch getan. Ich habe für sie gebetet, habe meine Hand auf ihre Schulter gelegt und habe einfach zu Gott gesprochen und ihn gefragt, dass er Susanne heilt, dass er die Schmerzen wegnimmt. Währenddessen habe ich daran gedacht, dass ich das ja so oft schon gehört habe mit Heilung und so, und trotzdem dachte ich, ob das wirklich jetzt gerade hilft oder ob das wirklich sowas verändern wird, was so in dem Knochen verankert ist. Aber ich habe einfach gebetet mit dem, was ich von Gott wusste. Ich wusste von Gott, dass er ein liebevoller Gott ist, der auch seine Menschen gesund sehen möchte. Und ja, dann haben wir zusammen gebetet und danach ist auch jetzt nicht sofort irgendwie der Zeh gerade gerückt oder sie hatte sofort keine Schmerzen. Sie hatte sofort eigentlich keinen großen Unterschied gemerkt. Aber dann war das so, dass dann 6 Monate später, also jetzt vor ein paar Wochen, kam sie dann auf mich zu und sagte: Carina, ich muss dir unbedingt was erzählen. Und ich war schon ganz aufgeregt zu hören, was sie mir zu erzählen hat. Und weil ich es auch ehrlich gesagt schon vergessen hatte. Ich hatte irgendwie gedacht, naja, dann hat Gott sich das anders gedacht. Aber wie gesagt, sie kam dann auf mich zu und hat gesagt, also ich habe letztens Einlagen kaufen wollen für meinen Fuß, weil du ja dafür gebetet hast. Und ich hatte schon gemerkt, die Schmerzen sind so viel besser geworden. Und dann sagte ich zu der Verkäuferin in dem Laden, wo sie Einlagen kaufen wollte für die Schuhe, ja, das ist so besser durch diese Einlagen, also ich bin echt froh, dass ich diese Einlagen gekauft habe. Und dann guckte die Susanne, diese Verkäuferin, total perplex an und sagte, wie durch Einlagen? Haben Sie eine Operation gehabt, um diesen Zeh zu heilen? Und sie so, nein, keine Operation, nur Einlagen. Nee, also das geht gar nicht weg durch Einlagen, das kann überhaupt gar nicht sein. Das ist ein Wunder. Und das war halt tatsächlich ein Wunder, weil das Einzige, also als Krankenschwester weiß ich auch, dass nur durch eine Operation sowas auch geheilt werden kann und gerade gerückt werden kann. Und in diesem Fall ist es halt durch Gebet passiert. Also ein Wunder ist geschehen. Sie hat mir ihren Fuß gezeigt, der Zeh war gerade. Es war unglaublich, ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, vor allem weil ich das auch schon so vergessen hatte und weil das eigentlich mir gar nicht mehr so präsent war, aber dass Gott so treu gewesen war und es wirklich gerade gerückt hat. Und sie sagte auch noch, dass es immer über so einen Prozess war, dass es nicht einfach an einem Tag aufgewachsen ist und der Zeh war plötzlich gerade, sondern dass er immer mehr gerade gerückt worden ist. Und das war einfach Wahnsinn. Ich fand das so ein Privileg, das mitzubekommen, zu merken, Gott nutzt mich auch, um jemanden zu heilen. Und ja, ich möchte auch andere einfach dazu ermutigen, Mut zu haben und auch zu vertrauen, dass Gott ein heilender Gott ist, dass Jesus ein heilender Gott ist und dass durch das Vertrauen auf ihn wir wirklich Wunder erleben können und Wunder sehen dürfen.
weil er uns auch dazu nutzen möchte. Deswegen muss man mutig sein, muss man zu den Leuten hingehen, muss sich auch trauen und einfach auch vertrauen darauf, dass Gottes Wille geschieht. Und Gott will, dass seine Schöpfung, dass seine Menschen, dass seine Kinder gesund sind und dass sie Gesundheit erleben. Und deswegen geht auf die Leute zu und liebt sie, indem ihr für sie betet. Und ihr werdet Wunder sehen.